Strom geht wieder. Strom ist an. Yeah. Herrlich. Hallo und herzlich willkommen hier zurück auf unserem Kanal. Heute beschäftigen wir uns mit dem zweiten Teil unserer Reihe über Schutzhelme im Ersten Weltkrieg. Und jetzt kommen wir wahrscheinlich zu dem Thema, was für alle am spannendsten ist. Und das ist der Stahlhelm. Der Stahlhelm wurde eingeführt, da bereits 1914 schon festgestellt wurde, dass 50% der Verletzungen durch Kopfverletzungen waren, da schon selbst sehr kleine Schrapnelle von Explosionen wirklich die verheerendsten Kopfverletzungen auslösen konnten. Ja. Also da gab es wirklich richtig schlimme Verletzungen. Es gab dann diverse Privatanbieter, die Schutzhelme angeboten haben, also teilweise aus Stahlblech, aus Aluminium, alles solche Stoffe, die natürlich keinerlei Schutz geboten haben. Ja. Also ungefähr genauso viel Schutz wie die Pickelhaube schlussendlich. Und das war bei Schrapnellwirkungen oder bei direkten Treffern sehr wenig. Auch im Stellungskrieg, der dann ausbrach, recht früh, war dann zu erkennen, dass sich die Kopfschüsse massiv gehäuft haben, weil zum Schluss der Körperteil ist, der als erstes aus dem Graben herausguckt. Besonders hart getroffen hat es damals die Armeeabteilung Gerde 1915. Die war nämlich in den Vogesen eingesetzt. Und weil das ein sehr felsiges Gelände ist, war natürlich die Schrapnellwirkung von der Artillerie oder auch von Geschossen, wenn die irgendwo eingeschlagen sind, natürlich nochmal einiges höher, als wenn du irgendwo dich im Sandboden eingräbst. Ja. Da gab es auch massive Verletzungen und da hat dann quasi die Armeeabteilung Gerde in Eigenregie ungefähr 1500 solcher Schutzhelme anfertigen lassen. Das ist heute bekannt als der Gerdehelm. Der bestand aus einem 5 bis 7 mm dicken Stahlblech, hat die Stirn abgeschützt und hatte auch noch ein kleines Nasalblech. Also der eine oder andere kennt das schon. Wir werden hier ein Bild einblenden von diesem Helm. Das war so der erste Versuch eines Schutzhelms. Der hat sein Werk auch getan. Mit der Einführung des Stahlhelms, dann später 1916, sind diese Helme dann immer mehr von der Bildfläche verschwunden. Also entweder sind sie grundsätzlich verloren gegangen in den Kampfhandlungen oder sie wurden danach eingeschmolzen. Also wenn ihr heute davon bei eBay oder so seht, Original Gerdehelm, das ist höchstwahrscheinlich eine Fälschung. Davon dürfte es nur noch sehr wenige geben. Genau, damit schlagen wir dann den Bogen auch zum Stahlhelm. Da wurde sehr viel geforscht in Richtung des Helmes. Da hat man dann auch mehrere Muster vorgelegt und unterschiedliche Stahltypen. Hat dann nachdem sich dann auf die Form geeinigt wurde, hat man dann 400 hergestellt und hat dann diese 400 Teststücke aus unterschiedlichen Stahlarten dann beschossen. Und daraus hat sich dann halt ergeben, dass im Endeffekt der Chrom-Nickel-Stahl die beste Wahl ist, also die beste Schutzwirkung geliefert hat. Die großen Vorteile auch bei diesem Helm ist, dass der aus einem Stück, also fast aus einem Stück gefertigt werden konnte. Das war das sogenannte Kaltziehverfahren. Das bedeutet, es wird ein Stahlblech erhitzt und solange das, ich sag mal, um das vereinfacht auszudrücken, solange wieder abkühlt, wird er in eine Form gepresst. Immer Stück für Stück, bis dann zum Schluss diese Form entsteht. Die Franzosen, die haben ja 1915 auch einen Stahlhelm eingeführt, den Adria-Stahlhelm. Der bestand aus unglaublich vielen Teilen und war unheimlich teuer zu fertigen. Also da muss man sagen, der einzige Helm, der noch einfacher herzustellen war als dieser Stahlhelm, das war der britische Stahlhelm, der im Endeffekt wirklich auch in sehr wenigen Schritten gefertigt werden konnte. Aber wie gesagt, im Vergleich zu dem Helm der Franzosen war dieser Stahlhelm sehr einfach und sehr günstig herzustellen. Ja. Diese Stahlhelme wurden dann, nachdem sie beschlossen wurden, davon eine gewisse Anzahl im Januar 1916 an bestimmte Truppen ausgegeben, um das zu testen. Die meisten wurden dann vom Sturmbataillon Nummer 5 Rohr getestet in Verdun. Und ein gewisser Prozentsatz dieser Helme ging auch an die Somme, wo die dann getestet wurden. Und die Soldaten waren dann sehr begeistert von dem Helm oder waren auf jeden Fall überzeugt von diesem Helm.
was dann dazu veranlasst wurde, dass die ersten 1,2 Millionen Stück gefertigt wurden. Die Einführung des Helmes erfolgte dann auch sehr schrittweise, also wirklich schrittweise. Die Infanterie war da zu bevorzugen, genauso wie Jäger- und Kavallerieeinheiten. Und erst später kamen dann Pioniere dazu, die Fußartillerie dazu. Gerade die Artillerie, da war das am Anfang noch sehr beschränkt. Da hat man dann gesagt, okay, pro Batterie gibt es nur 20 Helme, was dann ein bisschen auch dazu geführt hat, dass der Helm bei seiner Einführung 1916 noch kein persönliches Ausrüstungsstück der Soldaten war. Ja. Also die wurden dann teilweise auch an der Front dann eingetauscht. Das heißt, frische Truppen kommen aus der Etappe an die Front, haben dann dort die Helme der Soldaten, die vorher dort gelegen haben, empfangen und haben die dann benutzt und dann später wieder abgegeben. Das hat wirklich eine ganze Weile gedauert, bis genügend Helme da waren, um Truppen damit flächendeckend so auszustatten, dass es dann ein persönliches Ausrüstungsstück war. Das führte ja auch dazu, dass die Helme nicht immer gepasst haben. Also man sieht ja super oft Originalfotos, wo die Helme einfach viel zu groß sind. So, oder zu klein. Oder zu klein, ja, aber in erster Linie zu groß. Ne? Genau. Da gibt es halt super viele Bilder, weil damals hatte eben nicht jeder seinen eigenen Helm. Man musste halt nehmen, was er kriegen konnte. Was halt da war. Ja. Diese Helme wurden trotz dieser Größenprobleme in 3 Größen gefertigt. Und zwar war das einmal in der Größe 62, 64 und 66. Das betrifft quasi den Umfang der Glocke. Das Innenfutter hatte dann noch Rosshaarkissen, mit denen man den Helm zu einem gewissen Grad an seine Kopfgröße anpassen konnte. Aber in der Regel waren die zu groß. Also man sieht es auch ganz oft, dass die Helme halt einfach riesig sind auf den Bildern. Aber mit diesen Rosshaarkissen ist es halt der Vorteil davon, dass du je mehr Kissen du reinmachst, kannst du eben mit mehreren Kissen eben eine riesen Glocke trotzdem noch ausgleichen. Genau. Und wenn du jetzt eine Glocke hast, die 2 Nummern zu groß ist, kannst du halt ein paar mehr Kissen reinmachen, dann passt er dir trotzdem noch. Und das ist jetzt nicht so wie bei den späteren Helmen oder bei Helmen von anderen Kriegsparteien, dass du wirklich den Helm nehmen musst, der dir passt. So, ne, da kannst du den halt auch anpassen. Ja, bei den Franzosen, die hatten ein ähnliches Prinzip. Die hatten keine Rosshaarkissen, sondern die hatten dann so Riffelbleche, die du quasi noch in das Innenfutter schieben konntest, um die an deine Kopfgröße anzupassen. Ja. Also da gab es mehrere Bestrebungen, dass man da wirklich vernünftig in eine sinnvolle Richtung kommt. Genau. Zu dem Helm wurde dann auch noch ein Stirnpanzer konzipiert, aber das muss man halt auch im Verhältnis sehen. Also von insgesamt knapp 7 Millionen Helmen wurden dann am Ende des Krieges nur 30.000 Stirnpanzer gefertigt. Auch schon aufgrund des Mangels an Chrom-Nickel-Stahl. Da hat man dann lieber Helme hergestellt als diese Stirnpanzer. Diese Stirnpanzer wurden dann überwiegend ausgegeben an Beobachter in der vordersten Frontlinie oder an MG-Schützen, da diese überwiegend die ersten Ziele waren, wenn man so eine Stellung stürmt, dass man das MG ausschaltet. Daher hat man dann versucht, die dann entsprechend zu schützen. Das Problem an diesem Stirnpanzer war natürlich das enorme Gewicht. Es hat dann dafür gesorgt, dass der Helm den Soldaten auch regelmäßig ins Gesicht gerutscht ist, gerade bei der angesprochenen Problematik, dass die auch meistens zu groß waren. Und daher wurde dann 1917 die Produktion dieser Stirnpanzer auch komplett eingestellt. Also man kann schon sagen, dass der Stirnpanzer mindestens doppelt, wenn nicht sogar 3-mal so schwer ist wie der eigentliche Helm. Ja, der wiegt, glaube ich, 1,5 Kilo. Ja. Also es ist ein lächerlich schweres Ding. Genau, und dafür sind eben auch diese Hörner dran. Also wer das nicht weiß und sich mal gefragt hat, warum die Helme diese Hörner haben, das sind eben die Lüftungslöcher, die so weit ausgearbeitet sind, dass eben der Stirnpanzer hier an Aussparungen eben eingehakt werden konnte und dann hinten mit einem Lederband nochmal geschlossen und gesichert werden konnte. Genau, hierzu kann man auch sagen, der Stirnpanzer war dann immer für die Größe der Helmglocke 66, also für die größte Helmglocke war er angepasst und die kleineren Helmgrößen erkennt man dann an den Unterlegscheiben, genau, weil die ja dann den Abstand wahren, mit der man dann
den Stirnpanzer trägt. Wir haben auch alle Glockengrößen da, die werden wir euch dann auch zeigen. Genau, man kann also sagen, ne, bei der kleinsten Helmglocke ist diese Unterlegscheibe eben am dicksten. So bei der 62er, bei der 64er ist die halt schon wesentlich kleiner. Und bei den größeren Glocken, bei den 66er, ja, sind die Unterlegscheiben halt komplett weg. Ne, weil da der Stirnpanzer eben genau auf den Helm angepasst war. Genau. Ja, genau. Sieht man auch mal die Unterschiede in der Größe. Ja. Genau, diese Helme haben dann auch im Verlauf des Krieges noch diverse Modifikationen erfahren. Am Anfang war noch ein Lederinnenfutter angebracht, das quasi dann den Stoß dämpft. Ja, zumindest der Ring hier, ne? Der Ring, wo das Innenfutter befestigt war, der war aus Leder. Weil das Innenfutter selber ist ja immer aus Leder. Genau. Und später wurde dann dieser Ring aus Leder, wurde dann 1917 gegen einen Stahlblechring eingetauscht. Das war eine Sparmaßnahme. Diese Helme werden oft fälschlicherweise als M17 Stahlhelme bezeichnet, was aber falsch ist, weil der M17 Stahlhelm ist eigentlich die österreichische Version des M16 Stahlhelms, weil die dort erst 1917 eingeführt wurden. Die hatten am Anfang noch keine eigene Kaltziehmaschinen, deswegen mussten unglaublich viele Posten in Deutschland bezogen werden und erst später, als sie dann selber Helme herstellen konnten, die wichen auch ein bisschen ab. Die hatten zum Beispiel andere Nieten, die waren ein bisschen woanders, weil die ein anderes Innenfutter hatten. Und das ist eigentlich der M17 Stahlhelm, sprich die österreichische Version dieses Patents. Und die hatten auch die Befestigung für den Kinnriemen am Helm schon, ne? Genau, weil hier ist es ja noch... Ach nee, andersrum, am Innenfutter, ne? Oder? Die hatten, glaube ich, eine andere Aufnahme. Die hatten nur diesen Knopf 91 nicht. Genau. Die hatten dafür dann eine Lasche, wo das eingehakt werden konnte. Genau. Richtig. Dann später gab es noch den Modell 18 Stahlhelm. Und der war dann so konzipiert, der hatte dann diese Niete nicht mehr. Bei dem war dann der Kinnriemen direkt am Innenfutter befestigt. Ja. Viele bezeichnen den Stahlhelm mit Ohrenausschnitt als M18 Stahlhelm, was per se nicht falsch ist. Es ist auch ein M18 Stahlhelm, aber halt lediglich mit der Zusatzbezeichnung mit Ohrenausschnitt. Der war mal für die Kavallerie gedacht, hat dann aber auch bei der Infanterie sehr viel Verwendung gefunden, weil man unter diesem Helm, da dieser Schirm die Ohren fast komplett bedeckt, man sehr schlecht hört oder nur noch eingeschränkt hört. Daher gab es dann später den Stahlhelm Modell 18 mit Ohrenausschnitt, damit man dieses Problem der Verständigung, dass man das ein bisschen löst. Genau. Und das haben ja auch bemängelt, das merkt man ja auch selbst, wenn man den Helm länger trägt, dass alleine schon der Wind sehr da reinpfeift in die Ohren. Und es wurde eben auch früher oft bemängelt, dass die Schallwellen von Explosionen zum Beispiel sehr in den Ohren klingeln sollen, eben dadurch, dass die Ohren nicht frei sind. Ja. Und das ist auch einer der Gründe, warum dann später der Wehrmachtshelm ja deutlich kürzer war. Genau. Was auch noch interessant zu erwähnen ist, man sieht zwar, dass dieser Stahlhelm eine feldgraue, matte Lackierung hatte. Diese Helme hatten aber dennoch aufgrund der Oberfläche das Problem, dass sie bei Nässe oder bei Mondlicht oder allgemein, er hat reflektiert. Er hat geleuchtet, das war auffällig. Da haben die Soldaten dann angefangen, sich teilweise selbst zu behelfen, indem es in Eigeninitiative angebrachte Tupftarnmuster gab oder irgendwelche sehr abstrakten Versuche mit Farbe diesen Helm abzutarnen. Da hat dann mit Dreck eingeschmiert, ne? Oder eben mit Dreck eingeschmiert. Genau, das kam dann danach. Danach kam dann noch quasi die Empfehlung des Kriegsministeriums, die Farbe mit Sand zu mischen, dass man quasi wie eine Art Rautan hat, um einfach die Reflexion des Lichtes auf dem Helm zu brechen. Später gab es dann auch den sogenannten Wolltarnanstrich. Das war dann quasi die Farbe vermischt mit alten Wollfasern, also mit Fusseln, was dann auch nochmal dazu geführt hat, dass der Helm deutlich matter wurde. Es gab auch die Tarnmöglichkeit, quasi in Farbe getunkte
ich nenne es jetzt mal Jute. Das war einfach ein sehr grober Stoff. Da hat man die Farbstreifen eingetunkt und über den Helm gelegt. Sowas hat es auch gegeben. Und schlussendlich dann 1918, also schon sehr spät 1918, ich möchte meinen so 3 Monate vor Kriegsende. Damals wurde der zeitgenössisch Mimikry-Tarn genannt. Die offizielle Bezeichnung ist Buntfarbenanstrich und da wurde dann empfohlen, diesen Helm in 3 matten Farben zu streichen. Das war einmal das Feldgrau, das ja sowieso schon drauf war. Dann hatte man einen Rotbraun und ein Ockergelb. Und diese Farbsektionen waren dann mit einem dicken schwarzen Strich abzugrenzen. Genau, und dieser Buntfarbenanstrich galt ja nicht nur für Helme, sondern für alle militärischen Gegenstände aus Metall, also auch die Kanonen, Feldkanonen und Gasmaskenbehälter und sowas alles. Maschinengewehre, Mörser hat man damit angestrichen. Nebelwerfer und den ganzen Kram. Aber das ist halt wirklich eine Sache, die kam so spät im Ersten Weltkrieg, also wirklich in den letzten Kriegsmonaten, dass es empfiehlt sich nicht, wenn man jetzt eine Darstellung machen möchte, voreilig seinen Helm mit diesem Tarnstrich anzustreichen, weil wenn man nicht vorhat, wirklich eine Epoche darzustellen, wo sich schon ein hohes Maß an Resignation eingestellt hatte, sollte man einfach bei dem feldgrauen Standardanstrich bleiben. Ja. Ja, er wird halt sehr oft benutzt, auch in Filmen und Fernsehen. Ja, aber er wurde eben nicht oft getragen. Gut, man findet heutzutage mehr Helme im Buntfarbenanstrich als feldgraue. Also wenn sie noch Farbe haben. Weil zum Schluss auch dann später in der Reichswehr die noch teilweise so angestrichen wurden. Also klar, wenn am Ende der Befehl kommt, die müssen alle angemalt werden und es werden alle angemalt, dann ist natürlich das Bild der Soldaten dementsprechend zu dieser Zeit des Krieges auch geprägt von diesem Buntfarbenanstrich. Ja. Noch bevor der Buntfarbenanstrich eingeführt wurde, hat das Kriegsministerium am 30.01.1917 einen Helmbezug beschlossen, den man auch zur Tarnung über den Helm ziehen konnte. Da gab es aber dann auch sehr, sehr viele Bedenken, weil man hatte Angst, dass dieser Überzug, weil der ja, klar, wenn er nass wird, ist er nass, da braucht er seine Zeit, bis er trocknet. Es kommt schlecht Luft ran und man hatte Bedenken, dass der Helm schneller rostet, wenn dieser Helmbezug drauf ist. Der wurde eingeführt, der wurde auch getragen, aber es hat sich nicht in dem Maße bewährt, dass man jetzt sagen kann, dass das eine gängige Praxis war, diesen Stoffbezug über den Helm zu ziehen. Das kann man eher als Option betrachten. Also wenn ihr das bei einer Darstellung benutzen wollt, es ist nicht falsch bei einer Darstellung ab dem 30.01.1917, aber es ist auch nicht gängig. Wenn ihr jetzt Interesse daran habt, eine Erste Weltkriegsdarstellung zu machen, bei der ihr einen Stahlhelm braucht, wollen wir euch mal ein bisschen unter die Arme greifen und euch direkt empfehlen, kauft ein Original. Ja. Die Reproduktionen, die auf dem Markt sind, die sind alle fehlerbehaftet. Sie hauen größentechnisch meistens nicht hin, sie hauen formtechnisch nicht hin und sie haben auch oft das Problem, dass sie farblich nicht hinkommen. Das heißt, die sehen halt immer irgendwie merkwürdig aus. Genau. Meistens ist es ja wieder so eine Einheitsgröße. Ja, bei den Originalen, da kannst du immer gucken, was hast du für eine Größe, für eine Hutgröße und dann kannst du sehen, brauchst du jetzt eine 64, eine 62 oder was auch immer. So, und bei diesen ganzen Repro-Helmen ist eben das Problem, da steht immer, also wenn da überhaupt mal eine Größe beisteht, dann steht da immer Einheitsgröße. Ich kann verstehen, dass die Preise, die man beim ersten Suchen im Internet zu dem Helm findet, erstmal abschrecken. Ja. Die sind ja oft bei 500, 600 nach oben offen angesiedelt, ist aber nicht gängig. Also ich glaube, keiner von uns hat für seinen Helm mehr als 300 € bezahlt, wenn überhaupt. Also ich war noch weit deutlich drunter. Ich hatte aber auch Glück, ich habe damals bei eBay Kleinanzeigen nach solchen Sachen wie alten Feuerwehrhelmen gesucht. Genau, das ist immer das Beste. Also bloß keinen WK1-Helm suchen oder sowas. Genau. Oder am besten alter Helm, alter Schutzhelm, Feuerwehrhelm, sowas suchen. Und dann am besten gleich einen Suchauftrag, damit man immer E-Mails bekommt, wenn was Neues reinkommt. Und dann ist man der Erste, der das sieht und kann direkt... Genau, also ein bisschen Geduld müsst ihr da mitbringen. Ja. Das heißt nicht, dass wenn ihr euch jetzt an den Rechner setzt und alten Helm googelt, dass ihr dann sofort fündig werdet. Ja. Es empfiehlt sich da wirklich,
Originale zu kaufen. Man kann auch Originale kaufen, die nicht mehr perfekt in Schuss sind, so wie dieses Modell, der ist absolut restaurationswürdig. Ich restauriere die zum Beispiel immer selber. Wenn ihr wollt, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, dann mache ich auch gerne ein Video darüber, wie ihr so einen Helm restaurieren könnt und ab welchem Zustand sich das überhaupt noch lohnt, den zu restaurieren. Es gibt auch Bodenfunde, die sind so löchrig, da könnt ihr halt durchgucken. Da braucht ihr auch nicht restaurieren. Es gibt auch Helme, die werden teilweise für 200 € verkauft. Da steht dann restauriert dran und dann habt ihr einen Helm, das ist irgendein Bodenfund und dann besteht der zu 90% aus Spachtel. Ja. Ne? Und da ist halt eben das Problem, ein Kollege aus unserer Reenactment-Gruppe, der hatte auch so einen Spachtelhelm und der fällt euch einmal runter und dann ist die ganze Spachtelmasse ab. Und dann sieht es scheiße aus. Und daher, ihr könnt Helme gut restaurieren, das ist Chrom-Nickel-Stahl, das hält ein bisschen was aus, insofern es jetzt nicht 100 Jahre im Boden gelegen hat. Aber wenn die einfach nur irgendwo auf dem Dachboden lagen oder in irgendeiner Garage lagen und da minimal Lochfraß oder minimal Rostprobleme haben, bekommt man die sehr, sehr gut wieder in Schuss. Ja. Genauso wie den Kinnriemen, den könnt ihr unter Umständen selber nehmen. Die Einzelteile dafür bekommt man bei eBay recht günstig. Sprich, die Schließe für den Knopf 91, die bekommt man absolut problemlos. Zur Not könnt ihr solche Einzelteile auch reproduziert nehmen. Was ich nicht empfiehlt, ist gebrauchte Helme ohne die Lüftungsbolzen zu kaufen. Das habe ich nämlich einmal gesehen, da hatte ein Bekannter mir einen Helm geschickt zum Restaurieren und da mussten Repro Lüftungsbolzen rein und das hat zum einen, ich habe gar nicht die Maschinen, um diese Bolzen vernünftig zu verpressen und zum anderen sieht es halt auch wieder merkwürdig aus. Also da würde ich wirklich schauen, dass ihr da ein möglichst vernünftiges Original bekommt. Und ja, Reproduktion würden wir euch gerne vernünftige empfehlen. Können wir nicht. Nee, nicht wirklich. Also wir haben mal ein exemplarisches Stück dabei. So, das ist noch eins der guten, würde ich sagen, von der Form her. Ja. Jedenfalls eins der besseren. Ist natürlich wieder eine Einheitsgröße. Würde aber eher... Ja, eine 62 wird es ungefähr sein. Man sieht halt, das Problem ist, dass die ganzen Repro-Helme eigentlich so eher ein WK2-Helm sind. Genau, also die entsprechen der Form noch eher ein Wehrmachtshelm als dem M16 Stahlhelm. Genau. Sie haben zwar die signifikanten Unterschiede wie den etwas längeren Schild hier vorne und sie haben auch die Lüftungsbolzen, aber so im Grundsätzlichen ist der Schirm hier hinten meistens zu kurz und fängt auch zu spät an. Also klar, das sind Detailsachen, das müsst ihr für euch selber entscheiden, was ihr da haben wollt. Ja. Wir würden davon abraten, aber ja, ihr seid alle selber groß und es ist euer eigenes Geld, was ihr ausgeben wollt. Aber ich denke mir halt, bevor ich jetzt 160, 180 € für einen reproduzierten Helm ausgebe, dann lege ich lieber die 100 € drauf, spare noch einen Monat länger und kaufe mir dann eine Originalglocke, die ich dann mit wenig Aufwand restaurieren kann. Richtig. Genau, das denke ich nämlich auch. Und manchmal hat man auch Glück und muss gar nichts restaurieren, so wie ich. Ich hatte meinen Infutter und so, war alles schon drin. Ja, oder so wie Marc. Marc ist auch ein sehr guter Freund aus unserer Reenactment-Gruppe, der uns übrigens dieses fantastische Lichtsetup ausgeliehen hat. Vielen Dank nochmal an der Stelle. Und der hat letztens einen Stahlhelm gekauft in den USA, auch umgerechnet $300, also seid ihr so bei 270, 280 €. Und er kam damit an und war sich nicht sicher, ob der neu lackiert werden muss. Und das Ding hatte einfach 90% Originallack. War für mich natürlich cool, weil ich konnte das mit meinem Lack, den ich verwende, vergleichen. Und ich bin da sehr positiv und überrascht, weil der Lack, den ich verwende, der kommt da sehr, sehr nah ran. Ja, im Gegensatz zu den Repro-Lacken. Ja, die Sprühlacke, die weichen natürlich ab. Es gab auch damals Farbunterschiede. Es gibt viele Leute, die sich Sprühlacke kaufen und das dann auftragen. Und da ist halt wieder das Problem, die Helme wurden ja damals noch nicht besprüht. Das kam erst im Zweiten Weltkrieg und selbst im Zweiten Weltkrieg wurden die Helme noch zu einem Großteil in der Farbe getaucht. Also die wurden, vielleicht kennt ihr das aus alten Produktionsvideos, die nehmen, so wie Schüsseln damals emailliert wurden, die nehmen die
die Werkstücke, tauchen die in die Farbe und dann schwenken die so aus und dann kommen die zum Trocknen irgendwo hin. Und so hat man die Farbe, so hat man die Helme damals auch lackiert. Ich habe meinen jetzt gepinselt. Ich finde, das geht in eine ähnliche Richtung. Farblich auf jeden Fall ist es nicht auffallend. Und man hat dann nochmal ein ganz anderes Ergebnis, als wenn man den besprüht. Weil Sprühfarbe legt sich anders. Es mag albern klingen, aber es ist ein Unterschied. Ich habe das damals auch nicht glauben wollen, als ich vor ein paar Jahren mit dieser ganzen Geschichte angefangen habe und habe gedacht, wo soll jetzt der Unterschied da zwischen dem Repro und dem Original sein? Aber spätestens, wenn ihr so ein Original in der Hand hattet, egal wovon, sei es Uniform, sei es Koppelschlösser, sei es Gasmaskendosen, das sind 100 Millionen Sachen. Sobald ihr einmal ein Original in der Hand hattet, wird euch die Repro desillusionieren. So ist es halt einfach. Ja. Genau. Dann würde ich sagen, dann haben wir eigentlich das Wichtigste zum Thema M16 Stahlhelm. Sollten wir was vergessen haben oder ihr noch Fragen, Ideen, Anregungen habt, schreibt es gerne unten in die Kommentare. Lasst ein Like und ein Abo da und dann sehen wir uns mit dem nächsten Thema hoffentlich bald wieder.